Ja, noch rund 2,5 Monate sind es bis zu den Landtagswahlen im Osten. Und das war ein wichtiges Thema auch beim Treffen der Ostministerpräsidenten mit dem Bundeskanzler. Vor allem ging es um die Aufarbeitung des AfD-Erfolgs in den ostdeutschen Bundesländern bei der Europawahl. Sachsen-Anhalts Regierungschef Haseloff von der CDU, er nannte die Ergebnisse einen Super-GAU. Aber dazu zählt auch der Aufstieg des Bündnisses Sarah Wagenknecht. Ernste Mienen bei den Ostministerpräsidenten beim Posieren mit dem Kanzler. Es herrscht Alarmstimmung. Die AfD gewann bei der Europawahl fast im gesamten Osten Deutschlands. Und im September stehen Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und im seit mehr als 30 Jahren SPD-regierten Brandenburg an. Ich empfehle allen stets Demut, wenn die Wählerinnen und Wähler einem mitteilen, wie sie die Zukunft sehen, wie sie Dinge betrachten. Dann sollte man nicht weggucken, sondern das ernst nehmen und nicht zur Tagesordnung übergehen. Und das gilt für alle etablierten Parteien. In Thüringen liegt die AfD von Björn Höcke laut einer neuen Umfrage bei 28%. Die CDU legt einen Punkt zu, landet bei 23%. Das Bündnis Sarah Wagenknecht erreicht aus dem Stand 21%. Die regierende Linke von Bodo Ramelow kommt nur auf 11%, obwohl der Ministerpräsident selbst hohe Beliebtheitswerte hat. Das besondere Phänomen heißt Bündnis Sarah Wagenknecht, eine aus der Linken entstandene neue Partei, die aber auf einmal zu einer Säulenheiligen wird. Jetzt bei den Umfragen in Thüringen ist es so, dass auf einmal das Bündnis Sarah Wagenknecht in Thüringen bei 21% liegt, obwohl sie in Thüringen gar nicht kandidiert. Die große Frage, wie nach den Landtagswahlen im Osten eine Regierung bilden. Die CDU will mit der AfD nicht koalieren. Parteichef Merz will im Bund auch einen großen Bogen um das Bündnis Sarah Wagenknecht machen. Für die Länder lässt Sachsen-Anhalts CDU-Ministerpräsident eine Zusammenarbeit mit dem neuen BSW offen. Auf der Länderebene muss man genau schauen, wer ist da überhaupt da, wer ist da verantwortlich. Bei uns sind das wahrscheinlich bloß ein paar Hände voll Mitglieder. Ich kenne keinen einzigen hier in Sachsen-Anhalt. Es gibt keinen Landesverband. Wichtig ist, wir als Parteien in der Mitte müssen wieder eine neue Legitimation nachweisen für das, was wir zu verantworten haben. Die Unzufriedenheit mit der aktuellen Politik ist groß in Ostdeutschland. Es bleiben den etablierten Parteien nur noch 2,5 Monate bis zu den Landtagswahlen, um die Stimmung zu drehen.